Renault Alpine, eine limitierte Serie, 400 Stück, und das hier ist die Nummer 65. Was so ganz besonders ist an diesem Renault Alpine, wir drehen heute im September 2020, das werden wir gleich mal erfahren, denn wir haben einen Fachmann hier, der wird uns mal genau erklären, was so außergewöhnlich ist, weil die Renault Alpine doch alle sehr, sehr ähnlich sind, aber es gibt bestimmte Dinge, die wirklich extrem anders sind. Ich zeige erstmal so ein bisschen so die Ausstattung von Renault Alpine, denn es gibt einen Prospekt, die allein schon eigentlich ins Museum müssten. Wenn du mal gerade mit mir mitkommst, hier vorne, es gibt nämlich zu allen Modellen gibt es nämlich ein Buch, und das Buch ist schon fast so ein Designkatalog, den man sammeln kann, der bestimmt in 10, 20 Jahren stark gesucht ist, wenn man die noch original verpackt irgendwo liegen hat, ja, denn ja, das Ganze ist in eine Story verpackt und die Story ist wirklich einzigartig. Wenn du mal kurz mal ein bisschen durchblätterst, ich stelle dich gleich mal vor, en part, wir fahren los, das als Frage formuliert, und dann kommt das Mädel und sagt, ja, wenn du willst, und dann geht die Geschichte weiter. Denn sie sagt nämlich irgendwann mal, nee, ich möchte nämlich das Steuer übernehmen. Das ist da unten. Natürlich der Eiffelturm, der muss im Hintergrund sein. Je prends le volant. Ich übernehme jetzt das Steuer. Noch vielleicht eins weiter, dass wir noch mal kurz reingucken. Und es ist riesengroß, die Geschichte. Ja, hier ist er. Der Renault Alpine. Ja, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Hallo, ich bin der Marc Jakob, Alpine Advisor hier im Alpine Centre Saarbrücken. Ja, da steht er. Was unglaublich auffällig ist, ist so der ganze Bezug zu Frankreich. Das heißt also, es fängt an mit der Tricolore, die an der Seite drauf ist, bei dem Sondermodell. Die ist an der Seite, innen ist sie drin, und noch bei der Schaltkulisse im Armaturenbrett. Wunderschön hier zu sehen, das besondere Leder, Bernsteinfarben, die Seitenverkleidungen, die Nähte und natürlich die Komfortsitze in Vollleder. Die sind auch von Sabelt, einem französischen Elitehersteller, möchte ich mal sagen, sehr bequem und hier als Option auch beheizbar, also ganzjahrestauglich. Das Fahrzeug ist sehr leicht, oder? Sehr leicht, um die 1100 Kilo. So, das macht es natürlich sehr sportlich, Leichtbau pur. Warum ist das Fahrzeug so leicht? 96% Aluminiumkarosserie und der Rest ist ein bisschen Kunststoff, vorne und hinten. Besondere Felgen sind auch drauf, passend zum Design, sportlich, leicht, elegant, in der Sonderfarbe Argent Mercure lackiert. Da ist ja fast gar kein Material mehr, man kann komplett durchgucken. Genau. Serienmäßig verfügt diese Legende GT über die große Bremsanlage von Brembo mit 320 mm Scheiben vorne und hinten. Vorne und hinten? Jawohl, 4-mal gleiches Kaliber. Sportauspuffanlage ist dabei, Einparkhilfe vorne, hinten, also baut auf der Legende auf, aber eben mit ganz besonderen Optionen. Die Kraftübertragung ist hinten? Hinten natürlich, Mittelmotor, Hinterradantrieb, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe von Getrag. Wenn ich jetzt, sag mal, die Leistung auf die Straße bringen möchte, wie stark ist der Motor? Absolut ausreichend. Ein 1,8 Liter Turbo-Benziner mit Ladeluftkühlung, 252 PS, von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Man hat immer Grip. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn das Fahrzeug ist sehr leicht und dadurch habe ich natürlich ein exzellentes Verhältnis von Power zum Gewicht, oder? Ganz genau. So, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail hier hinten. Das ist die Auspuffanlage, die hinten rauskommt. Ist total hübsch. Oh ja, und das Lichtdesign hat es mal kurz angemacht. Ich halte mal hier in den Auspuff rein, dass wir das mal kurz gucken. So sieht der aus. Dann hat man hier Abgasanlage mit Klappen, die also je nach Modus geöffnet werden. Hier vorne habe ich noch so Leitbleche drunter. Der Diffusor, einer der ganz, ganz wenigen Sportwagen, ohne Spoiler bei 250 Stundenkilometer abgeriegelt. Ja, der Motor ist ein echtes Prachtstück. Ich glaube, ihr habt einen da kann man mal reingucken in den Motor, oder? Nee, Moment.
Nicht mehr, nee. Nicht mehr. Bitte, da verweise ich auf das letzte Video, was wir hatten. Der Motor sitzt hier drunter. Genau. Mittelmotor, hier unten drunter sitzt er. Man kann also die ganze Heckscheibe hochklappen und das da zur Seite weg tun. Dann sieht man dieses Prachtexemplar. Das ist aber schwierig. Das geht nur in der Werkstatt oder kann man das jetzt Nein, machen? das macht man selber. Ich Mach mal empfehle bitte. auch immer nach 3000 Kilometer selber mal händisch den Ölstand zu messen. Bei der Gelegenheit kann man auch ein bisschen alles kontrollieren, Sichtkontrolle also, und ein bisschen die Heckscheibe sauber machen, weil man da sonst nicht drankommt. Ist das schwer, die jetzt mal zu öffnen hier bei Nein. dem? Mach mal bitte. Das wird da mal. Ja, geht ja darum, das heißt. Da ist noch warm. Ich sehe schon, du hast es schon mal gemacht, oder? Ja, ein paar Mal habe ich das schon gemacht, ganz genau. Das sind solche Flügelschrauben, die sind handfest, dreimal mit der Karosserie verschraubt. Okay. Mein Alpinmechaniker kann das natürlich noch ein bisschen schneller. Ah, du machst das schon schnell genug. So, Gasdruckdämpfer habe ich hier hinten drin. Das kleinste Teil, das heißt, es bleibt stehen. Absolut, alles bleibt da. So, da kann man öffnen. Hier hinten sieht man schon 2 von 4 Ventilatoren. Hier hauptsächlich, um die heiße Luft abzuführen. Vorne sitzt der Wasserkühler mit nochmal 2 Ventilatoren. Scharf. Die müsste man jetzt alle öffnen und dann kann man es zur Seite machen. Ja, es sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann habe ich auch Zugang zum Ölstand. Und ich sehe aber den Ölstand auf dem Display innen. Selbstverständlich. Der meldet sich, wenn man das Öl kontrollieren soll, wenn zu wenig da ist. Ich gucke mal gerade, ob ich hier mal kurz reinhalten kann. Da kommt's. Die AGC, die muss man ein bisschen heller machen. Das ist das Teil. Die Lastverteilung vorne, hinten ist fast 1:1. Noch besser, 56% auf der Hinterachse, da wo der Antrieb sitzt, 44% der Rest vorne. Cool. Ja, das Sondermodell, der Name von dem Sondermodell, wie heißt das? Legende GT. Legende GT. Legende GT, hier haben wir die Nummer 65. Die Plakette unterhalb der schwebenden Mittelkonsole weist das aus von 400. Ich zeige es mal gerade, die schwebende Mittelkonsole und da ist eine Plakette. Ich gucke mal gerade, wo die ist. Da ist sie, ich habe sie gefunden. Legende GT, da ist die Plakette. Ja, die Mittelkonsole selbst ist natürlich total spannend. Was ist das für ein Material, die Mittelkonsole? Carbon und Leder. Unten das Metall, was ist das? Ist das, weiß ich nicht, wahrscheinlich Alu. Ist nicht so schlimm. Leichtes auf jeden Fall. Sieht aber schön aus. Die Sitze, da konnte ich so einen ganzen Tag drauf halten. Das hier ist so ein, ich sag mal, ein Durchgang. Da könnte man jetzt noch einen Mittelgurt durchstecken, aber das ist wahrscheinlich nur so angelehnt so ein bisschen, oder? Das ist eben vom Rennsport her, aber wir haben keine offiziellen Befestigungspunkte für einen 6-Punkt-Gurt. Hier vorne Carbon, das ist echtes Carbon, was hier ist? Carbon mit Kupferdrahteinlage. Auch ein optisches Highlight der GT. Kann so durchschauen. Und ganz witzig ist auch, es gibt ein passendes Kofferset, passend in der Farbe, passend für den hinteren Kofferraum von Alpine, serienmäßig dabei. Das habe ich mal hier zur Seite gestellt. Ja, das schaue ich mir gleich mal an. Da vorne steht es, ein passendes Kofferset, denn der hintere Kofferraum ist jetzt nicht so mega groß und das passt genau rein, oder? Genau, das passt genau rein. Von der kleinen Tasche haben wir sogar 2. Ja. Eine links, eine rechts, die große in die Mitte. Zeig mal bitte, wie das geht. Hinten ist der Kofferraum. Normalerweise steht ja das Heck nicht offen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so steht, also normalerweise mache ich ja viele Campingvideos, da müssen die Leute sowieso immer gucken. Da habe ich links und rechts eine Tasche und die kommt in die Mitte rein. Die kommt in die Mitte rein. Und es riecht nach Leder. Feines Leder. Ja. Und zu. Und der Preis von dem Set ungefähr? Das ist inklusive. Ist dabei. Jawohl. Weißt du, wenn ich so ein Auto kaufe, habe ich die Koffer dabei. Ganz genau. Ja. Süß. Da wir ja vorne noch einen kleinen Kofferraum haben, kommen wir insgesamt auf etwa 200 Liter Ladevolumen. Ja, man kriegt viel rein. Jetzt bestimmt kein Ikea-Regal, dafür ist es nicht gebaut. Aber es ist für die kleine Reise von zwischendurch Absolut locker. fürs Wochenende ausreichend. Das war eine blöde Frage. So einen Fahrradträger gibt es ja nicht, oder, für das Auto? Nein, den suchen wir noch. Fahrrad- und Skiträger, das suchen wir noch. Nur Anhängerkupplung wird nie möglich sein. Ja, das war auch eher ein Spaß. Man könnte jetzt noch einen Wohnanhänger hinten ziehen. Warte, ich gehe mal kurz auf die Seite, dann zeige ich das mal gerade. Ist echt schön hier, das Steuer. Hier vorne ist nochmal der Fahrersitz.
Und dann habe ich das Steuer hier mit dabei, habe ein voll digitales Cockpit vorne, das ich auch noch anpassen kann. Kommt mal gerade auf meine Seite. Multifunktionslenkrad mit drin. Ha. Und habe auch analoge Instrumente angedeutet. In der Mitte habe ich eine Uhr, eine Tankanzeige und ja, so kleine Details. Ja, die Franzosen sind unglaublich stolz auf dieses Fahrzeug. Wenn man in Frankreich damit unterwegs ist, man bekommt dauernd Daumen hoch. Daumen hoch. Korrekt, ja. Oft so, oder? In Frankreich ist das absolut ein Stück Nationalheiligtum. Sieht man auch daran, dass, ich glaube, letzte Woche war es, verkündet wurde, dass Renault in der Formel 1 nicht mehr Renault als Renault auftritt, sondern als Alpine. Und der Fahrer wird der Alonso sein. Der hat letzte Woche eine Alpine in Alpine Bleu übernommen als neuen Dienstwagen. Finde ich klasse. Den gibt es nur mit Automatikgetriebe? Nur mit diesem Automatikgetriebe, von ganz sanft bis ganz, ganz schnell, je nach Fahrprogramm. Ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Getrag. Ja, schneller kann man auch mit Hand gar nicht schalten, weil der nächste Gang schon eingelegt ist. Ganz genau, ohne Zugkraftunterbrechung. Das geht immer nach vorne. So, ich setze mich mal kurz dahin, dann zeige ich mal gerade die Mittelkonsole, denn da habe ich nämlich die Schalteinstellungen, Drive, Neutral und Rückwärtsgang. Start-Stopp ist in der Mitte und noch so ein paar Einstellmöglichkeiten, Klimaanlage und Co. In der Mitte kann ich sogar die Telemetriedaten vom Fahrzeug dargestellt sehen. Genau. Echtzeitangabe von Daten wie G-Kräfte, alle möglichen Temperaturen, wie viel Drehmoment, wie viel Leistung ich abrufe. Das ist bei der GT serienmäßig verbaut. So, vorne der Kofferraum, darf ich da mal reinschauen? Dass wir da mal sehen, was kann ich noch mitnehmen. Hinter dem Fahrer geht auch noch ein bisschen was. Hinter dem Fahrer geht noch ein bisschen was, hinter dem Beifahrer noch mehr. So, was ist da drin? Das ist ein Geschenkset. Ein Geschenkset, zeig mal bitte. Für die Übergabe. Ich will das mal sehen. Geschenksets sind super, ich liebe Geschenksets. Das heißt, wenn ich so ein Auto kaufe, kriege ich auch ein Geschenk. Jawohl. Und noch Champagner dazu von uns. Echt? Ja. Das ist das Original aus dem Werk. Wir haben also hier die originale kleine Alpine A110 in der, ich nenne es mal Standardfarbe, als Premiere Edition. Das erkennt man an den Felgen. Die wurde ja nur 1955 Mal gebaut. Ein Guide Michelin. Okay. International, nicht nur Frankreich. Und ganz witzig, ein wunderbar süßes kleines Verbindungsset, auch mit dem Original Alpine-Logo drauf. Ein Ladekabel. Das heißt, ich kriege ein Guide Michelin dabei. Ich kriege eine Flasche Champagner von euch noch mit dazu. Mindestens. Lieb. So ein Geschenkset ist dabei. Dann da vorne ist noch eine kleine Tasche. Ich nehme an, da ist Safety Pack, das heißt Verbandskasten. Warnweste, Warndreieck, das ist alles da drin. Auch original von Alpine. Das ist allerdings nicht das Wichtige, sondern was man immer mal wieder braucht, ist Wischwasser. Da komme ich also ohne Probleme vorne dran. Ich muss nicht hinten schrauben. Ich komme an die Batterie daran. Die sitzt hier unten drunter. Das ist eine Abdeckung. Die ist viermal geklipst, falls ich mal Fremdhilfe brauche. Genau. Ja, kann ja immer mal passieren. Ich habe das Licht angelassen, geht glaube ich gar nicht bei dem, oder? Der meldet das sich. Geht automatisch irgendwann aus. Ja. Richtig. Man sieht auch hier keinerlei Verkleidung, einfach alles zur Gewichtsersparnis, alles Unnötige weggelassen. Nochmal das Gesamtgewicht. Was wiegt der? Um die 1100 Kilo. 1100 Kilo. Ich hatte mal einen Fiat, was war denn das? Nee, kein Uno, der ganz kleine. Seicento. Nee, so ein Fiat, so ein ganz kleiner, der hatte so Sitze, der hat, glaube ich, mehr gewogen. Panda. Panda, genau. Ich hatte einen Fiat Panda, als ich 18 war. So, Informationen über Kraftstoffverbrauch, ganz wichtig. Ja, wir sind hier CO2-Effizienzklasse E. Wir haben 144 Gramm pro Kilometer. Das Fahrzeuggewicht sind 1164 Kilogramm. Ich denke mit 100... Ausstattung mit 90% Vollgetank und Fahrer. Mhm. Und das Fahrzeug, wie es hier steht, Legende GT, kostet 69.764 Euro, also knapp 70.000 Euro. Ja, Thema Werte halt. Ihr habt die Fahrzeuge jetzt schon wie lange? Die Alpine A110 gibt es seit Anfang
des Jahres 2018. Da kam eben die Premiere Edition raus. Die sind im Wert gestiegen. Einfach limitiert, kommt immer gut. Ich gehe fest davon aus, dass die Legende GT als limitiertes Modell ebenfalls im Wert sich nach oben entwickeln wird. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, vorne zumachst die Klappe und mal die Fahrertür mal öffnest, genauso wie die Beifahrertür. Ich habe nämlich früher immer, als ich Kind war, die Türen nämlich geöffnet und habe mir vorgestellt, es könnte fliegen, das Auto. Dann sieht es ungefähr so aus. Ja, das ist cool. Warte mal, ich mach's mal bildfüllend. Für alle Leute, die mal auf Standbild gehen. Ist schon ziemlich hübsch, das Auto. Einfach stimmig, elegant, sportlich, so sehe ich die Legende GT. Ja, es ist eine ganz eigene Klasse, muss man sagen. Also es ist eigentlich mit nichts vergleichbar, oder? So direkt. Also es gibt, klar, ihr habt Wettbewerber, ihr seht euch... Wettbewerber, Premium-Wettbewerber, ganz klar. Aber wir sind immer noch ein Nischenprodukt. Man kann sagen, bis jetzt, Stand September 2020, sind in dem Werk in Dieppe etwa 9000 Alpine A110 gebaut worden. Also eine lebende Legende habe ich hier quasi schon, denn Schön so viele gesagt. gibt es nicht. Ja. Was ganz Außergewöhnliches, viele, die das Fahrzeug sehen, die können, ich sag mal, gar nichts mit anfangen. Ich habe dir versprochen, wir machen eine Probefahrt, die holen wir auf jeden Fall noch nach. Da bestehe ich drauf. Das machen wir, denn ihr fahrt immer mit bei der Probefahrt, das geht? Ganz genau, wir fahren immer mit, begleitete Probefahrt, weil es ist schon ein schnelles Geschoss. Außerdem kann man dann schön eins werden mit der Technik. Der Fahrer kann ein bisschen von uns ablesen, wie Motor, Getriebe am besten zu handeln sind. Ich darf aber selber fahren, oder? Ja, selbstverständlich, da bestehe ich doch drauf. Diese Smile-Maschine muss gefahren werden. Ja, da steht er. Alpine in einer limitierten Serie der A110 und so sieht er dann von hinten aus. Ha. Schon cool. Ja, wenn ich den haben möchte, ihr seid einer der größten Renault-Alpine-Händler Deutschlands zumindest mal. Von Elben, ganz genau. Einer von Elben. Ihr habt ein ganz großes Alpine-Center hier. Man muss Alpine selber mal erfahren, das ist so. Das heißt also, einfach nur von außen gucken ist schwierig. Ich habe eine ganz große Bitte, mach ihn mal an. Er ist schon warm. Du hast ihn eben mal warm gefahren. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen kühl. Wir lassen ihn mal ganz kurz laufen, dass wir einfach mal hören, wie der Sound ist. Denn das klingt jetzt so wenig, 1, wie viel Liter? 1,8 Liter. Aber der geht wie Schmitz Katze. Genau. Wenn du mal gerade so lieb bist, ihn nochmal ausmachst. So. Und bitte nochmal an. Und ein klein wenig Gas. Nochmal. Vielen Dank. Dankeschön. Mach ihn nochmal aus, bitte. Oh, ist der Sound, er brabbelt sogar ein bisschen. Er brabbelt, er sprotzelt, sehr sportlich. Sehr schön. Ja, das Alpine Center in Saarbrücken. Wenn Sie Lust haben, einfach mal Probefahrt machen. Hier ist er, das Sondermodell Legende GT. Und hier haben wir das Fahrzeug Nummer 65 von 400. Danke fürs Zuschauen.